Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen auf dem Rheinburgenweg unterwegs. Mittlerweile auf Etappe 3 und 4. Die führen von Bacharach nach Oberwesel und von Oberwesel nach St. Goar. Ja, insgesamt rund 23 Kilometer, gut 600 Höhenmeter und unterwegs gibt es wieder einige Highlights, wie unter anderem zum Beispiel hier Oberwesel mit seiner Stadtmauer, Dann haben wir den Oelsbergsteig und die Loreley. Da kommen wir gegenüber vorbei, haben einen schönen Blick auf den Felsen. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie die beiden Etappen so werden. Ja, und wenn ihr auch wissen wollt, wie sie so sind, dann kommt mit und wir schauen es uns zusammen an. Los ging es am frühen Morgen in Bacharach an der Kirche St. Peter. Der Weg führte uns zunächst noch ein Stück durch das malerische Altstädtchen. Ein Einstand nach Maß. Vorbei am Steger Tor ging es nun langsam bergauf. Direkt mit einem Aussichtsturm mitten auf dem Weg. Zum Weitergehen muss man zumindest das Erdgeschoss des Turms durchqueren. Und wo wir schon mal drin waren, gingen wir natürlich auch hinauf. Belohnt für die vielen Stufen wurden wir mit einem schönen Blick auf Rhein und Stadt. Die Turmbesteigung war allerdings gut, um die Muskeln aufzuwärmen. Ging es doch im Anschluss gnadenlos steil den Weinberg hinauf. Ganz schön schweißtreibend. Angekommen, ging es entspannt über Wiesen und Felder weiter. Leider zogen dabei immer mehr und dichtere graue Wolken auf. ja, die Wettervorhersage hat gesagt, heute kein Regen. Je nach Wetter-App. Ja, je nach Wetter. Jetzt haben wir uns gefreut, dass wir mal trocken unterwegs sind, aber ja, hat wieder angefangen, etwas leicht zu regnen, zu nieseln. Da haben wir uns jetzt vorsorglich mal eingepackt. Kriege ich doch Nasenfüß voll. Das war zu viel. Zu viel des Regens. Oh ja. Da hat die Wettervorhersage den Tobi heute Morgen zu leichtem Schuhwerk verleitet, was er nun bereut. Glücklicherweise dauerte der Regen nicht allzu lange und kurz darauf durften wir uns wieder über blauen Himmel freuen. Den Schutz des ersten Unterstands am Wegesrand nutzten wir dann aber doch sehr gerne. Auch wenn sich das Wetter gerade wieder gebessert hatte. Das nenne ich mal eine richtig gute Schutzhütte, weil, wenn der Tobi mal darüber zeigt, der Ausblick ist super.
der kleinen Stärkung legten wir die Regenkleidung wieder ab und Tobi frische Socken und seine Wanderschuhe an. Von oben war es nun zwar trocken, der Weg und das Gras zu unseren Füßen war aber noch ziemlich nass. Ja, kleiner Abschnitt zu einem Aussichtspunkt und mittlerweile sind wir auch unter anderem auf dem Traumschleifchen Pfalzblick mit unterwegs. Den sind wir ja vor einiger Zeit auch schon mal gelaufen. Wenn ihr Lust habt, gibt ein Video dazu mit anderen Traumschleifen dabei. Verlinken wir euch natürlich. So, jetzt geht's weiter. Vorteil der herbstlichen Jahreszeit: Es bot sich uns der ein oder andere Blick durch das Laubwerk auf die gegenüberliegende Flussseite und die dortigen Burgen. Und auch an weiteren Aussichtspunkten kamen wir immer wieder vorbei. Hier zu sehen die Burg Pfalzgrafenstein im Rhein und am Hang die Burg Gutenfels. Wenn man über die eigenen Stöcke fällt, Nee, das sollte man langsam drüber nachdenken, ob es für heute reicht. Natürlich reichte es uns noch nicht, waren wir doch noch ein gutes Stück vom Etappenziel entfernt. Also frohen Mutes weiter voran. Nachdem wir ein ganzes Stück weit dem Rhein gefolgt waren, führte uns der Weg in einem Bogen auf der einen Hangseite talwärts weg vom Fluss und auf der anderen Hangseite bergan wieder hin zum Fluss. Da wir im Oktober unterwegs waren, war die Weinlese hier und da noch in vollem Gange. Den Erntehelfern konnten wir so immer mal wieder bei der Arbeit zusehen. Kurz vor der Ankunft in Oberwesel verließen wir die Asphaltpiste und machten uns an den letzten Anstieg des Tages. Ihr seht, mein Berggang funktioniert auch im Mittelgebirge. Na klar, Tobi, es sind eben auch Berge. Wer sich allerdings zu sehr auf die Steigung konzentriert, der übersieht schnell andere Tücken des Weges. Anstieg und Äste erfolgreich bezwungen, näherten wir uns der Burg Schönburg, einer Höhenburg, deren Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Da machten wir uns direkt an die Erkundung und legten im in der Burg befindlichen Hotel noch ein kleines Kaffeepäuschen in mittelalterlichem Ambiente ein. Uns für heute nur noch der Abstieg nach Oberwesel. Der schmale, felsige Pfad, der sich hier den Hang hinabwindet, hat uns freudig überrascht und wirklich Spaß gemacht zu laufen. Bevor wir am nächsten Morgen unsere Wanderung auf dem Rheinburgenweg fortsetzten, machten wir uns noch an eine kleine Erkundung des rheinseitigen Teils der alten Oberweseler Stadtbefestigung.
Vorbei an Türmen ging es alsbald auf die Mauer hinauf und ein ganzes Stück auf dieser entlang. Ziemlich cool. Mitten durch den Ort ging es dann zurück in Richtung Startpunkt der 4. Etappe. Hier endete am Vortag die 3. Etappe und nun ging es auf zur 4. Etappe des Rheinburgenwegs. Ein kurzes Stück durch den Ort und dann führte uns der Weg an der vom Rhein abgewandten Seite der Stadtmauer entlang. Direkt an der Stadtmauer befindet sich auch die aus dem 14. Jahrhundert stammende Kirche St. Martin. Auf diese hielten wir geradewegs zu. Da wir leider häufig erleben, dass Kirchen nicht durchgehend geöffnet sind, wurde es hier wieder spannend. So, altbekannte Frage. Ist offen? Ja. Und ein paar Meter weiter erwartete uns gleich das nächste kleine Highlight. Das sieht cool aus. Ein kleines, schiefes, Ehemaliges Küsterhäuschen, erbaut 1625. goldig. Da würde ich auch drin wohnen. Sehr süß. Jetzt muss ich aber mal meinen Schuh Dann noch einen kleinen Gemüsegarten irgendwo rundherum. Toll. Leider konnte ich nicht direkt einziehen und wir verließen Oberwesel. Kurz hinter dem Ort hat man die Wahl, einfache Umgehung oder anspruchsvoller Oelsbergsteig. Wir gingen natürlich geradeaus weiter in Richtung Steig. Hier begann nun der spaßige Teil des Steigs. Da war Anne gleich hellauf begeistert. Stufen, schmale Pfade und noch mehr. Das war mal genial. Das ist doch richtig schön steil. Eine kleine Leiter, aber die ist gut machbar gewesen. Und man kann aber auch drum rumgehen. Wir wollten natürlich die Leiter ausprobieren. War super. Da ist Anne gleich wie ausgewechselt. Was eine Leiter am Weg so alles bewirkt, man glaubt es kaum. So, bei dem Zaun, den ich habe, erwarte ich jetzt aber mindestens einen T-Rex da hinten. Mindestens. Nun, der eine erfreut sich an Leitern, der andere an Zäunen. Ein T-Rex erwartete uns nicht. Dafür aber der Nervenkitzel eines sich an den Felshang schmiegenden Pfades hoch überm Rhein.
Geil. Kurz, knapp und alles gesagt, die liebe Anne. Wenig später endete der kraxelige Teil des Oelsbergsteigs unerwartet abrupt. Ab hier war er leider gesperrt. Zusammen mit dem Rheinburgenweg wurden wir nach links umgeleitet. Wie ihr seht, stopp, der Tobi ist so begeistert, der hat sogar seinen Berggang vergessen. Verdammt. Genau so ist das. Wenn er will oder genug Adrenalin im Blut hat, kann er ganz schön flott sein, der Tobi. Kaum Adrenalin ausgeschüttet, war der Spaß auch schon wieder vorbei. Von nun an ging es etwas entspannter weiter. Ja, was gestern das Traumschleifchen Pfalzblick war, ist heute die Traumschleife Mittelrhein. Die sind wir vor einiger Zeit auch schon gegangen. Auch hierzu gibt es ein Video, das wir euch natürlich verlinken. Der Weg macht richtig Spaß. Ja, und zum Thema Spaß. Wir haben auf dem Rheinburgenweg im Moment auch Spaß und deswegen geht es jetzt gerade weiter. Auch ohne Adrenalin hatten wir eine Menge Spaß am weiteren Wegverlauf. Dem Fluss durch die Weinberge folgend boten sich uns immer wieder schöne Aussichten. Der letzte Abschnitt bescherte uns noch eines der Highlights auf dem Rheinburgenweg: die Aussicht auf den Loreleifelsen. Sagte ich gerade die Aussicht? Bei einer blieb es hier nicht. Umrundeten wir doch auf unserer Flussseite die 132 Meter hohe Schieferfelswand komplett. Dachtet ihr etwa, wir hätten uns von der Loreley schon vor geraumer Weile wieder verabschiedet? Weit gefehlt. Passierten wir doch noch einen letzten Aussichtspunkt mit freiem Blick auf den Felsen. Schlussendlich verschwand die Loreley aber aus unserer Sicht. Dafür gab es nun wieder passend zum Wegnamen Burgen auf der gegenüberliegenden Flussseite zu bestaunen. Dann war es erreicht. Unser Etappenziel St. Goar. Start der dritten Etappe des Rheinburgenweges ist in Bacharach. Von dort aus verläuft der Weg vorbei an der alten Stadtbefestigung oberhalb des Rheins entlang, vorbei an mehreren Aussichtspunkten bis nach Oberwesel. Die vierte Etappe verläuft zunächst an der Stadtmauer von Oberwesel entlang am Ort vorbei bzw. durch diesen hindurch.
Hinter Oberwesel passiert man den Oelsbergsteig und hat im weiteren Wegverlauf zahlreiche Blicke auf den Loreleifelsen, bevor die Etappe in St. Goar endet. Ja, da haben wir es geschafft. Die 3. und 4. Etappe des Rheinburgenwegs sind gewandert. Und es waren wieder 2 sehr schöne Etappen. Die 3. ging schon gleich los aus Bacharach hinaus, den Weinberg hinauf. Relativ steil. Ja, danach ein solider Mittelteil. Ja, weitgehend über Wiesen, Felder und Weiden. War mal so ein bisschen anderer Charakter des Weges. Und dann zum Abschluss hatten wir die Burg Schönburg bei Oberwesel. Die war sehr, sehr schön anzuschauen und auch schön zu belaufen. Sowohl hin als auch, also hoch als auch runter. Ja, der Abstieg von der Burg war auch nochmal super. Und ja, die 4. Etappe Oberwesel läuft man ein sehr schönes Stück entlang der Stadtmauer. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch die Martinskirche war sehr hübsch anzuschauen. Genau, und Dann sobald man dann aus Oberwesel Genau. raus ist, geht es wieder in den Weinberg, in den Steilen, der direkt am Rhein entlang läuft. Und da hat uns was freudig überrascht. Wir durften den Oelsbergsteig in Teilen mitnehmen. Ja, die GPX-Datei hat es eigentlich gar nicht angezeigt. Das war dann so eine Umleitung, ein Zuweg, der da im Prinzip ausgewiesen war. Aber vor Ort die Beschilderung sagte, nee, normaler Weg geradeaus, Oelsbergsteig, der auch in Teilen begehbar war. Ein Teil oben ist dann gesperrt, da muss man dann abbiegen. Ja, da hat Aber es wohl einen bis da- Felssturz gegeben. Felssturzgefahr, Felssturz, genau, da darf man. Aber bis dahin war das schon sehr hübsch. Ja, und dann ging es wieder oben auf der Höhe weiter und dann das Highlight. Ganz viel Lorelei-Blick. Ganz viel Lorelei. Also ihr macht diesen Bogen einmal rundherum und habt da Aussichtspunkte ohne Ende. Ihr lernt den Lorelei-Felsen aus jedweder Perspektive da kennen. Ja. Und wer gute Augen hat, sieht ganz am Ende dann unten auch noch mal die Lorelei sitzen Also ein Fernglas ist nicht ganz an verkehrt. der Stelle. Oder der 30-fach Zoom beim Handy. Mehr ging nicht. Genau. Ich Ja. blende es euch noch mal hier ein. Ja, und dann hatten wir wieder einen kurzen Abstieg runter nach St. Goar. Und ja, Ja, der war dann auch noch mal recht hübsch. Schmaler Pfad, Treppen, so ein bisschen ein Mix. ja. Ja, Beschilderung soweit solide. An einer Stelle gab es dann eine kleine Verwirrung, weil da waren auf einmal gelbe Zuwägungsschilder, hat aber wahrscheinlich, vermuten wir, mit der Umleitung vom Oelsbergsteig dann zu tun. Aber man kommt dann auch ganz gut durch, trotz allem. Also im Großen und Ganzen wieder 2 super Etappen gewesen. Genau. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.